Endlich mal wieder normales Blitz-Qualifying in Zandvoort, Heimat natürlich von Max Verstappen unter anderem, der genauso wie alle anderen ganz, ganz eng beieinander liegen in der Gesamtwertung. Das wird echt ein Hauen und ein Stechen, wie ich immer gerne sage, bis zum letzten Rennen. Und deswegen heißt es hier in Zandvoort gleich wieder anknüpfen an die Leistung in Belgien. Das war richtig, richtig gut. Das hat sehr gut geklappt, auch wenn das zum Schluss noch ein bisschen heikel wurde. Aber ich glaube, wir haben das dann ganz gut hinbekommen. Und Zandvoort, ihr seht auch eigentlich einen Highspeed-Kurs, auch ein paar, ja, schwierige Abschnitte. Der hier zum Beispiel, der hat mir auch immer große Schwierigkeiten bereitet. Aber jetzt vielleicht mit der neuen Lenkfunktion, ich nenne sie mal so, ist das für mich vielleicht auch ein bisschen einfacher zu durchfahren. Und bislang sieht es auch hier eigentlich ganz gut aus. Erster Platz, ja, Leclerc hätte ich mal nichts gesagt. Der natürlich auch richtig schnell unterwegs ist. Lass mir da nur die Ruhe. Aber egal, wo wir landen, die Starts kriegen wir immer gut hin. Von daher lege ich da auch ganz, ganz viel Hoffnung rein, dass wir vom Start weg auch uns wieder eine gute Position rausfahren können. Bislang Erster. Und ich glaube, das bleibt auch dabei, weil die anderen, die kommen nicht mehr hinterher. Sainz sogar auf der 2. Auch der ist noch mit im Rennen um den WM-Titel. Aber wir starten erstmal von der Pole Position. Sehr gut. Ausgezeichnete Runde. Wir sind sehr zufrieden. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Der Glückspilz, Russell und Carlos Sainz. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Und ganz interessant, Red Bull enttäuscht im Qualifying zumindest. Verstappen 6er, Sergio Perez gar nur 7. Wenn wir mal auf die Rangliste gucken, der ist nämlich auf der 1. Leclerc direkt dahinter. Also haben wir jetzt große, große Chancen, ihn sogar zu überholen, je nachdem, wie das Rennen läuft. Luft holen, auf geht's. Dann starten wir rein mit Medium. Sainz der einzige mit Softs. Also auch das wird wieder sehr, sehr interessant dann, wenn sie in die Boxengasse reingeht. Wir wechseln dann auf die Softs und die anderen dann wahrscheinlich auf die harten Reifen. Auch hier wieder ein sehr, sehr guter Start. Hamilton versucht gleich mal innen. Aber das machen wir hier alles unaufgeregt. Norris sogar 4. Überraschenderweise mal. Unser Teamkollege Alonso 5. jetzt. Ja, wo sind Verstappen und Sergio Perez? Das ist die große Frage. Vor allem Verstappen, hallo? Der muss doch heute mal ein bisschen was zeigen, hier bei seinem Heim-Grand Prix. Also von mir aus nicht, aber im Prinzip müsste das doch so sein. So, erster kritischer Abschnitt hier, aber auch den haben wir gut hinbekommen. Zunächst mal in der ersten Runde. Ist noch so viel zu fahren. Und Sainz, der kann natürlich auch noch mal rankommen. Ich habe ja am letzten Part gesagt, Sainz, der ist eigentlich schon raus. Der hat, glaube ich, 91 Punkte Rückstand. Aber wenn der jetzt auch mal 3, 4 Rennen gut fährt und wir halt nicht, dann kommt der auch noch mal ran. Aber der hat nur noch theoretische Chancen, würde ich sagen. Wir haben nicht mehr viel Rennen. Ich glaube, nach dem Rennen noch 8. Und der muss ja immer damit rechnen, dass wir vorne oder dass wir gar nicht in die Punkte fahren. Und das sehe ich eigentlich gar nicht. Oh, Vorsicht. Nicht in die Bande reinklatschen. So, jetzt haben wir Sainz, Hamilton, Norris, Alonso. Und 1:16.081, die erste Rundenzeit. Aber das ist auch mal eine interessante Top 5 links. So am Ende des Rennens und wir sind vor Sergio Perez. Vielleicht, oh, je nachdem, wie wir hier durchfahren. Aber ich bin gespannt, ja. Aufs Rennen generell, wie sich das entwickelt, zieht sich jetzt so langsam auseinander. Dann die Boxenstopp sowieso. Das ist auch immer mit das Entscheidende hier. Oh, Vorsicht. Gut genommen, 0,3. Ja, das überrascht mich jetzt zum Beispiel. Sainz hier stark. Leclerc dafür aber in Belgien. Leclerc ist jetzt sogar auf Platz... Ist das 7 oder 8? Ich glaube 8. ist der. Das muss mir mal einer erklären, ey. Keine Ahnung. Scheint einfach die Strecke von Sainz hier zu sein. So, und dann hier durch den letzten Abschnitt, das mich ja immer noch so ein bisschen an Indianapolis erinnert. 1:12. Ihr seht, was hier auch für schnelle Rundenzeiten drin sind. Eine 1:12, das ist schon richtig stark und wir können uns ein bisschen Abstand
von Sainz machen, aber nicht so lange, weil der kriegt gleich DRS. Hamilton 1-3, Norris ist auch Vierter, das wäre auch mal fürs Team ganz gut. Ich meine, wir stehen eh gut da in der Konstrukteurswertung, aber fragt euch mal warum. Fragt euch mal, warum wir so gut dastehen. Das sollte Norris ein bisschen zu bedenken geben. Das ist wie früher in den Präsentationen in der Schule. Du machst die ganze Arbeit, dann hast du wieder ein, zwei Leute dabei, die machen eigentlich nichts und kriegen dieselbe Note. So ist das nämlich hier. Ich mache die ganze Arbeit für die Konstrukteurswertung. Und am Ende kriegt er dann auch einen Pokal. Und weiß gar nicht, wie er es gemacht hat. So, vielleicht kommen wir ja nochmal ein bisschen schneller. Ich glaube, eine 1.11 ist realistisch. Wenn wir jetzt hier gut rauskommen, ja, mit ERS nochmal pushen. Es müsste eine 1.11 werden. 1.11.8, 1.11.9 vielleicht. Ah, wird aber knapp. Ja, 11.975. Ah, gut spekuliert, sehr gut. Auch das immer wichtig, den Zusatzpunkt mitzunehmen. Momentan ist das ein ganz, ganz ungefährdeter Start-Ziel-Sieg, sage ich jetzt mal. Nach Runde 4. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Oh nein. Was soll der Quatsch denn? Aber Regen ist gar nicht angesagt. Es war Sonnenschein angezeigt. Aber ihr seht, wie schnell sich das Wetter ändern kann. Aber 10 bis 15 Minuten, das heißt... Würde uns das betreffen? Weiß ich gar nicht. Bestimmt so die letzten 2, 3 Runden, wo es dann wirklich drauf ankommt. Naja, wir gucken mal, wir lassen uns überraschen. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Schauen wir mal, was Sainz jetzt macht. Der greift an. Achtung. Oh, ganz riskant hier innen. Ich habe so eine Phobie gegen diese roten Pfeile hier in-game. Oh, Achtung. Aber nicht Norris, oder? Nein. Da hat es ein McLaren getroffen. Russell ist draußen. George Russell. Oh, das ist natürlich ganz, ganz bitter für ihn, aber gut für uns. So kommt er wenigstens nicht näher ran. Ja, außer wir scheiden jetzt ja auch noch raus. Aber Russell ist draußen. Schon so früh im Rennen, nach Runde 5. Das ist natürlich bitter. Das kostet ihn wichtige Punkte im Meisterschaftskampf. Ja, steckst du nicht drin. Und wieder ist es Russell, ne? Wenn so Motorenausfälle sind, ist eigentlich immer Russell mit dabei. Hamilton sehe ich da so gut wie gar nicht. Tja, shit happens. Was willst du machen? Steckst du nicht drin. Gut für uns. Einen Konkurrenten weniger, der uns gefährlich werden könnte. Wobei Russell war eh weiter hinten. Ne? Hamilton ist halt derjenige, der hier aufholen kann. Russell war eh außerhalb der Punkte, glaube ich. Und Sainz kommt jetzt hier mit DRS. Er versucht es wieder in. Ja, ist gut. Aber wir sind noch vor ihm dran. Das brauchen wir gar nicht riskieren. So, und wieder lange gerade jetzt hier aufgepasst. Sainz kriegt zwar DRS, aber er kommt nicht entscheidend dran. Ja, wollte ich gerade sagen. Mit weichen Reifen weiterfahren. Weiche Reifen gut für uns, Sainz. Und die anderen kommen auch immer näher ran. Also es spitzt sich zu. Das Feld wird enger. Und Alonso und Norris, das sind für mich die beiden Überraschungen bislang auf 4 und 5. Also Alonso nicht mehr irgendwie, der ist ja auch öfter mal vorne mit dabei, aber Norris, warum auch immer. Fragt mich nicht wieso, aber irgendwie scheinen die hier in Zandvoort gut performen zu können. Und jetzt auf Sainz wieder aufpassen, dann kriege ich DRS, also muss ich mich verteidigen. Ich mache es diesmal andersrum. Ich biete ihm innen an und mache dann zu. Dann kann er innen nicht vorbei. So, geht Sainz jetzt schon rein mit den Softs. Alonso wären eigentlich auch schon soweit. Wie sieht das mit unseren Reifen aus? 20%, das geht eigentlich noch. Ne, Sainz geht noch nicht rein. Der wird jetzt einen Teufel tun, um jetzt reinzugehen. Achtung, einmal rübergezogen. Sainz innen. Oh, Vorsicht, Rad an Rad. Lasst uns da Platz, ey. Ja, versucht, die Lücken sind da, aber wir kriegen es bislang noch verteidigt.
Hamilton ist so der lachende Dritte, der wird dann auch irgendwann an Sainz vorbei. Ich prognostiziere jetzt einfach mal, dass Sainz und Alonso jetzt reingehen. Und wir dann eine Runde später. So ist eigentlich mein Plan jetzt, oder so würde ich das jetzt mal als Laie sagen. Sehr, sehr gut. 0,3. Auch den Abstand hier können wir wahren. Ein bisschen rumgechoked, okay. Das passt schon. Hier ist jetzt ganz wichtig. Hier gut rauskommen, mit ERS nochmal beschleunigen, damit ich ein bisschen Vorsprung zumindest habe. Ich denke mal, nee, geht immer noch nicht rein. Hä, warum nicht? Das ist entgegen meiner Rechnung. Oh nein. Sainz und Hamilton. Aber das ist ja von Sainz und von Alonso auch mutig, ne? Mit den Softs, okay, wenn sie Reifen schon fahren, aber ich glaube, Sainz fährt nicht Reifen schon in den letzten Runden. Ich dachte, der versucht einen Undercut gegen uns, um mal dieses Fachwort hier wieder reinzuwerfen. Damit ich damit auch mal wieder prahlen kann. Aber anscheinend hat er eine andere Idee. Und ich sehe immer noch nichts von Sergio Perez und Verstappen. Das überrascht mich. Die haben jetzt ein bisschen Abstand. Die sind, glaube ich, 7. oder 8. Also das ist wirklich ganz, ganz schwach und sehr erschreckend vor allem, was die so in den letzten Rennen fabrizieren. So teilweise, ne? Ist ja nicht so, dass die jetzt übermäßig schlecht sind, aber dafür, dass die beide Weltmeister vielleicht werden wollen oder Verstappen zumindest hier auch zu Hause, hallo? Dass sie hier zu Hause so eine Leistung zeigt. So, jetzt rein in eine Boxengasse mit Sainz oder Hamilton oder mal gucken mit wem. Oh, Vorsicht, nicht gegen die Bande. Mit Hamilton ist es. Hamilton und Verstappen kommen rein. Okay, die bleiben echt noch draußen. Alonso und Sainz bleiben mit den Softs tatsächlich länger draußen. Ob das... Komm. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind Oh, und Verstappen hat sogar Hamilton überholt in der Boxengasse. Okay, also Verstappen macht jetzt ernst vielleicht. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Okay, wir 13. hinter Sargent. War in Belgien auch schon so. Der muss jetzt unseren Wingman wieder spielen. Und wir gleich wieder auf Renntempo. 1,7 vor Verstappen, 2,5 vor Hamilton. Jetzt wieder gucken, was die anderen machen vorne. Aber wir dürften Platz 1 wieder zurückbekommen. Doch, ich glaube, das sollten wir locker schaffen. Vor allem, weil, glaube ich, die Soft-Leute auf die Harten wechseln. Ich sehe ja immer vor dem Rennen die zwei Möglichkeiten, ne? Entweder mit Medium starten und Soft dann. Das wäre Variante 1 gewesen. Ich glaube, Variante 2 war tatsächlich mit Soft zu starten und dann auf Hard zu wechseln. Wir glauben, dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Ja, dann hold me on the walking. Lando kommt in die Boxengasse. Also halt mich auf dem Laufenden. So. Sieht auch ein bisschen bedeckter aus jetzt. Ich hoffe ja nicht, dass es anfängt zu regnen, dass wir nochmal Intermediates benutzen müssen. So, jetzt. Möglichst an allen vorbei. Norris ist schon wieder fertig. 1,28 haben wir. Müsste eigentlich klappen. Ja, vor Norris, Verstappen, Norris. Oh, das wird knapp. Und dann sind Hülkenberg und Guanyu vor uns. Auch mal lustig zu sehen. Und ganz vorne natürlich Leclerc. Das muss Leclerc sein. Oder ist das immer noch Sainz? Nee, glaube ich nicht. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer von den beiden reingegangen ist. Aber vom Abstand her müsste das eigentlich Sainz vorne sein. Na, wir werden es ja gleich sehen. Auf jeden Fall holen wir uns Platz 1 wieder zurück. Und das vor Verstappen hat der wieder eine überragende Strategie. Der kommt wieder aus irgendeinem Loch hervor. Wie in Belgien war er 7. Da habe ich gedacht, oh ja, der kommt nicht vor. Und dann hat er einen guten Boxenstopp hingelegt. Also der kriegt das immer gut kompensiert. Das kriegt Verstappen immer wirklich gut kompensiert. Dadurch, dass er eine nicht so gute Startplatzierung hat, dann umso besser nach den Boxenstops. Ah, oder war Verstappen noch gar nicht? Doch, der war doch mit uns drin. So, Hülkenberg, Guanyu, es ist tatsächlich Sainz gewesen. Hamilton jetzt mit einer 1,11 und jetzt geht es halt wieder ans Verteidigen. Und schon hat sich das Blatt gewendet. Da ist kein Alonso mehr in den Top 5. Norris ist noch 4.
Verstappen der Teufelskerl, wirklich. Aber Sergio Perez nirgendwo zu sehen, aber Verstappen, Wahnsinn. Alle wieder gefoppt. Hat er wieder alle hinters Licht geführt mit seiner Strategie. Ja, aber Hamilton hat leider die schnellste Rundenzeit. Das ist halt wieder dieser eine Zusatzpunkt. Der kann am Ende dann den Weltmeistertitel ausmachen. Ich denke mal nicht, dass es hinterher an einem Punkt dann scheitern wird. Aber auch dieser Zusatzpunkt, der ist wichtig. Und ich vermute mal, in den letzten Runden wird Verstappen nochmal voll Power geben. Die anderen auch, wie in Belgien. Norris mit einer 1.11.542. Oh Gott, gepusht von was denn eigentlich? Der hatte ja kein DRS, oder? Ah, oder doch, der hatte DRS. Der gibt richtig Gas. Und wir vorne, wir holen jetzt das Nötigste raus. Oder müssen. Irgendwie versuchen. So, da ist er nämlich schon 1,2, 1,3, es wird immer enger. Der wird doch nicht tatsächlich seinen Heim-Grand Prix gewinnen. Nachdem er so aussichtslos eigentlich auf der 7 gestartet war, oder 6. Irgendeiner war 6., 7. Von Perez und Verstappen aus, der wird das echt noch schaffen. Stand jetzt. Aber noch halten wir ihn aus dem DRS-Fenster raus. Noch muss er sich mit Hamilton abkämpfen. Na, Hamilton versucht sogar innen vorbei. Er ist sogar vorbei. Und Norris ist vielleicht der lachende Dritte. Vielleicht kann er da nochmal mit eingreifen. Oh, hier Rad an Rad Hamilton und Verstappen. Schade, dass wir jetzt keine zweite Live-Kamera haben. Und Norris soll den beiden ruhig mal Beine machen. Der soll mal auf Platz 2 oder so. Ist doch geil. So ein Doppelsieg von McLaren hatten wir auch noch nicht. Oder generell ein Doppelsieg von meinem Team. Aber davon profitiere ich auch. Wenn die beiden sich da hinten berangeln, dann müssen die mehr auf sich achten als auf mich. Das heißt, ich könnte eventuell... Oh, haben wir schon die ersten Regentropfen? Nee. Oder haben wir schon Regen? Glaube ich nicht, weil vorne auf meinem Halo, das sieht so nach Regen aus. Wetterinfo. Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Oh, Digga, Mann, habe ich einen Marshmallow im Mund oder was? Wetterbericht. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 1,8 Sekunden. Also habe ich doch richtig gesehen, dass es leicht nieselt. Gut, solange es so bleibt, ist ja okay. Wenn es jetzt nicht stärker anfangen sollte, die letzten Runden noch, dann brauchen wir nicht auf Intermediates wechseln. Aber das wäre natürlich jetzt der Horror. Verstappen ist nur noch eine halbe Sekunde hinter uns. Deswegen umso wichtiger, dass wir jetzt gerade diese Abschnitte hier gut nehmen. So, hier rum. Und hier rum 0,4 Sekunden. Ja, es wird enger. Oh weia, oh weia. Aber Norris ist auch dahinter. Das ist okay. Jetzt halt die Frage, wer kommt mit dem Wetter besser zurecht? Vielleicht können die anderen ja mal durch so einen Fehler im Spiel die Intermediates sich aufziehen lassen. Irgendwie, ne? Keine Ahnung. Warum auch immer, aber noch geht's ja. Noch verlieren wir nicht den Grip, noch können wir die Geschwindigkeit halten. Und ich sehe schon die Regentropfen, ja. Und jetzt sehe ich auch Verstappen. Achtung. Machen wir hier in die Tür auf, um sie dann wieder zuzumachen. Das wird jetzt noch witzig, die letzten 3 Runden. Norris ist da auch mit dabei, Hamilton sowieso. Und da muss ich auch nochmal sagen, also das hat Codemasters bzw. EA in Zusammenarbeit dieses Jahr wirklich gut gemacht, dass diese
Spannung oder auch diese Ausgeglichenheit der KI. Das hatte ich ja im letzten F1 auch ein bisschen bemängelt, dass die KI so unausgeglichen ist. Weißt du, in dem einen Rennen dominiert sie, wie sie wollen, und in dem anderen Rennen dann fallen sie wieder völlig ab. Behalt die Bedingungen im Auge. Die Strecke wird zunehmend nasser. Ja, toll. Wir bleiben aber besser noch draußen. Wenn wir jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir viel zu langsam sein. Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Wir bleiben nochmal draußen. Es sind nur noch 3 Runden. Ob das bis dahin... es wird eng. Aber gut, die anderen haben damit ja auch zu kämpfen. Okay, was ich noch zu Ende sagen wollte, dass die KI irgendwie ein bisschen ausgeglichener ist dieses Jahr, finde ich. Also es macht Spaß, wirklich. Es ist sehr, sehr spannend. Das sieht man ja auch. Beweis dafür ist die Fahrerwertung. Dass nicht jeder oder dass nicht der gleiche Fahrer in jedem Rennen dominiert. Jetzt haben wir halt mal eine gute Phase. Verstappen ist jetzt Dritter. Wir haben jetzt mal eine gute Phase, wo es gut läuft, wo wir Rennen gewinnen. Am Anfang waren es halt andere. Jetzt sind wir durch die Upgrades weiter nach vorne gekommen. Ja, bis die Strecke wirklich feucht wird, da muss es echt noch ein bisschen mehr oder auch ein bisschen... 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Ja, aber wir bleiben auf den Softs, oder? Ich gehe jetzt nicht nochmal für Intermediates rein, das fahren wir jetzt zu Ende. Das kannst du jetzt nicht machen, ey. Wenn ich jetzt die Intermediates aufziehe, ist das ganze Rennen futsch. Werde ich fast durchgereicht bis auf den letzten Platz. So, jetzt aufgepasst. Hamilton Zweiter, der greift an, der will es wissen. Verstappen auch. Und Perez nicht unter den ersten 5, das mal by the way. Leclerc Fünfter, der in Belgien zum Beispiel Zweiter war. Das meine ich mit dieser, ja, Ausgeglichenheit, mal so, mal so. Aber du hast immer die gleichen Fahrer vorne, auch in verschiedenen Abständen, auf verschiedenen Positionen. Und dementsprechend stellt sich halt auch diese Fahrerwertung dann dar. Achtung, Hamilton kommt angeflogen. Oh, weia. Nee, ich mach mal so, damit er innen bzw. außen vorbei muss, dass ich innen zumachen kann. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Jetzt kommen die anderen dahinter auch wieder ran, ey. Ich werde ja welk hier. Leclerc, wen hat der da noch mit dem Schlepptau? Das ist der Perez auf der 6. Also die ersten 6 sind noch gar nicht entschieden. Das wird noch richtig spannend. Sah es doch am Anfang nach einem sehr entspannten Start-Zielsieg aus. Gerät er jetzt noch mal ein bisschen ins Wanken. Aber ich hoffe, wir halten das. Ich finde es gut, dass Norris zumindest die schnellste Rundenzeit hat. Dann bekommen die anderen Konkurrenten das auf jeden Fall nicht. Oh, der Regen nimmt ein bisschen zu. Aber wie gesagt, leichter Regen, einzelne Tropfen auf der Windschutzscheibe. Das macht, glaube ich, überhaupt nichts. So, und jetzt kommt es halt drauf an. Nochmal eine Runde voller Fokus, weil es können wirklich 3, 4 andere Fahrer können theoretisch noch den Sieg hier für sich holen. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ich lasse jetzt auch ERS aktiviert, auch wenn sich das immer nur ein bisschen auflädt. Aber die 3-4% an Vorsprung, die sind wirklich Gold wert. Nein, es wird Norris noch gecatcht von Leclerc. Oh, Vorsicht, wir kommen hier nicht gut rein. Dafür hier umso besser raus. So, einmal noch hier durch. Gut gemacht. Hamilton, der kommt aber trotzdem noch mal ran. Gerade jetzt im DRS-Fenster. Das wird sehr, sehr spannend. Da spare ich dann noch mal die paar Prozente. So, das muss ich hier noch überstehen und dann habe ich es. Weil auf der langen Geraden, da haben sie dann nicht mehr so viel Zeit, mich zu überholen. Hamilton versucht, kommt aber nicht ran. Achtung, es sei denn, er zieht nochmal innen vorbei. Nee, schafft er nicht. Nee. Das müsste dann der nächste Sieg für uns sein. Aber ganz, ganz knapp vor Hamilton, vor Verstappen, der wieder eine grandiose Boxenstopp-Strategie dann gemacht hat. Achtung, die eine Kurve noch. Und dann noch einmal hier durch und dann, ja, haben wir's. Würde ich sagen, ganz, ganz knapp. Oder noch nicht. Achtung, Hamilton ist nochmal da. Der wird doch wohl nicht. Nein, macht er nicht. Ein Fotofinish. Das sind 3 Siege in Folge. Einfach unglaublich. Was für
ein grandioses Rennen und was für ein fabelhafter Sieg hier beim Großen Preis der Niederlande. Was denkst du, Stefan, wo hatten Sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Während die Fahrer sich auf das Podest begeben, kann man annehmen, dass es bei McLaren heute Abend ordentlich krachen wird. Glückwunsch an alle im Team. Sie haben sich den Sieg gesichert und bewiesen, dass sie auf der Strecke ein ernstzunehmender Gegner sind. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft ausschaut. Die Situation an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei. Ich glaube, die haben mit Verstappen irgendeinen Vertrag abgeschlossen. Ich glaube, selbst wenn Verstappen nicht mehr mitfahren würde, wäre Verstappen Fahrer des Tages. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ich meine, 5 auf 3 ist okay, aber Leclerc von der 8 auf die 4 ist so von den Plätzen her, finde ich, ein bisschen besser. Naja, egal. Norris schnellste Rundenzeit finde ich super. Das heißt, die Konkurrenz kriegt schon mal keine Zusatzpunkte. Wie sieht's hier aus? Ach, du ahnst es nicht, ey. Boah, guckt euch den Abstand mal an. Wir sind neuer Zweiter, einen Punkt Abstand. Und dann 9 Punkte Leclerc, 16 Verstappen, 29 Hamilton. Geil. Also mir gefällt das. Mir gefällt das, mir macht das richtig Spaß. Da kriege ich richtig Glücksgefühle, wenn ich das sehe. So eng wie das zusammen ist. Das heißt, jedes Rennen ist jetzt so eine Art Endspiel. Möchte ich es mal überstrapazieren, aber es ist einfach geil. Geil, dass sowas möglich ist. Geil, dass es jetzt so spannend ist und auch sehr spannend bleibt. So, hier brauche ich dann einen neuen Konkurrenten. Wieder 6 Haken. 3. Rennsieg in Folge. Das ist das, was ich halt gemeint habe. Jetzt haben wir halt mal eine gute Phase, wo wir ganz schön viele Punkte gut gemacht haben und Sergio Perez ganz, ganz viel Schlechtes gemacht hat. Das kann sich jetzt aber wieder umkehren. Jetzt kann ja Perez wieder eine Serie starten, weil, wie gesagt, mit Singapur und Japan, gut, Japan finde ich jetzt auch nicht unbedingt so schwer, macht auch Spaß, ein bisschen viele Kurven, aber das nur nebensächlich. Aber Singapur ist halt auch immer so eine Strecke gewesen, die ich nie fahren konnte, nie. Und deswegen ist es jetzt wichtig, gerade auf den Strecken, wo ich gut fahren kann. Fragen für die Fans, ja mach mal, komm. Hast du Zeit, der aktuellen Fragen der Fans zu beantworten? Klar, wo sind sie? Aha, wo sehen sie sich selbst in 10 Jahren? Wenn ich bis dahin eine Meisterschaft gewinnen und mir in diesem Sport einen Namen machen kann, würde ein Traum in Erfüllung gehen. Hoffentlich beim Ausspannen am Strand. Ja, selbstsicher, würde ich sagen, ne? Also ich meine, stimmt ja, wenn ich so weitermache. Was haben wir hier? Ihre Nummer 2 tritt mit dem gleichen Auto für dasselbe Team an, aber sie sind immer noch rivalisiert. Wie sorgen Sie dafür eine ausgeglichene Partnerschaft? Ich wollte jetzt nicht auf die Beziehungsebene gehen. Ja, behutsam auf, wir haben den größten Respekt voreinander. Toll, nur 2 Fragen. Habe ich nur 2 Fans oder wie? Was haben wir hier? Ah, stopp. Energiespeicher. Da muss ich sofort wieder einhaken. So. Jetzt wird danach Monza fertig. Wir können auch gleich nochmal insgesamt auf die einzelnen Bereiche gucken. Wie weit wir da sind, beziehungsweise wie weit halt auch nicht. Monza. Das zum Thema Strecke gewinnen, wo wir auch immer gut fahren können. Training 1. Kriegen wir auch ganz gut hin. Da hätten sie eigentlich auch die gerade einfach durchlaufen lassen können. Da ist Kurve 1, weiß ich nicht, bremst so ein bisschen die Geschwindigkeit ab. Aber gut, sonst hättest du wahrscheinlich wirklich bald eine Strecke, die du in unter 1 Minute fahren kannst. Oh, da auch wieder Regen.
im Training Blitzqualifying. Wir gucken mal gerade. Wo wollte ich jetzt hin? Hier wollte ich hin. Wie sieht's denn aus? So, hier haben wir aufgeholt. Aston Martin auf der 1. Vierter sind wir hier. Was haben wir hier bei der Chassis? Da sind wir halt ganz schön im Hintertreff. Aber wären dann auch wieder vorne, wenn das Upgrade dann abgeschlossen ist. Da sind wir immer noch Erster, knapp vor Ferrari. Aston Martin Dritter immer noch. Wahnsinn. Was haben wir hier? Allgemeine Haltbarkeit. Perfekt. Und dann haben wir hier, ja, sind wir auch im Hintertreffen. Aber da wären wir auch wieder weiter vorne. Da ist auch Aston Martin auf der 1, überraschenderweise. Nun gut, also ich würde sagen, nächstes Rennen, Monza, ist eigentlich auch unsere Strecke. Schaut einfach nochmal drauf. Merkt euch das, rahmt euch ein. Es wird vielleicht im nächsten Part schon wieder ganz anders aussehen. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.